Hallo, ich bin Ada. Ich wohne hier in einem Wabenhäuschen, direkt neben dem Earthship. Und ich würde euch jetzt als erstes meine Wabe zeigen. Hi Wilhelm, mein Freund, der ganz oft hier ist, mich hier unterstützt. Mein Traum war immer ein jotenähnliches Gebäude, aber für hiesige Breitengrade gut gedämmt und aber mit der Lichtkuppel und mit einem begrünten Dach. Der Aufbau von dem Haus ist tatsächlich Vollholz mit lauter Brettern, die aufeinander gestapelt sind und mit Alunägeln verbunden und Schilf und Lehm. Der Bekannte, der mit mir das geplant hat, plant mit einem, der auch sehr feinspürig ist, mit I Ching und so weiter arbeitet, sehr die Erde mit der Person, die da leben will, zusammenführt. Und das ist dann so entstanden, dass er das mit mir begangen hat, das Stück, weil das am nächsten zum Earthship ist. Und die Himmelsrichtung, welche Seite, wo die Fenster sind. Und ich habe halt gesagt, dass ich eben auch Wände zum Stellen brauche. Dann habe ich gesagt, okay, und jetzt lasse ich mich überraschen von euch, was dann kommt. Und haben angefangen zu graben und das mit einem schönen Ritual verbunden für den Start von dem Haus. Einfach den Platz gesegnet und den Platz auch um Erlaubnis gebeten. Das ist ein wunderbares Raumgefühl, weil es viel mehr Weite ist wie in einem Viereck irgendwie. Der Sternenhimmel, der ist hier schon manchmal wunderbar. Wenn ich hier früh aufwache, schaue in die Natur raus. Im Winter wenn ich hier schlafe, im Winter mein erster Blick rausschauen, was macht der Fuchs gerade unterwegs, die Rehe, was will ich mehr oder die Natur so beobachten, ja. Oder nachts, wenn der Vollmond reinscheint. Ich kann fast sagen, ich habe das Paradies auf Erden. Ja. Den Schrank, den habe ich ganz viel geschliffen. Der hat Griffe aus den Holzscheiben von einem Zwetschgenbaum. Und das habe ich hier dann noch weitergeführt. Da unten die Griffe. Das andere hat mir ein Schreiner gemacht. Das hier ist eine Tür aus einer Leinwand, die eigentlich mal dafür gedacht ist, dass sie mal bemalt wird von mir. Die Couch ist ausziehbar zu einem Doppelbett. Und wenn ich alleine bin, dann schlafe ich auf der schmalen Fläche. Und wenn Wilhelm zu Besuch kommt, dann ziehen wir es aus. Ups. Ich komme schon fast nicht mehr rauf, ich werde immer kleiner. Jetzt hänge ich mich wenigstens hier ab und zu mal aus. Also ich habe total gerne Gäste, aber es ist schon eine Herausforderung in dieser kleinen Küche. Hier gibt es den Wasseranschluss, das ist dann mit der Wasserpumpe wie im Wohnmobil oder im Wohnwagen. Und mit einer kleinen Elektropumpe, dann kommt dann auch das fließende Wasser raus. Also das Trinkwasser, das holen wir immer in Flaschen. Das gibt es aus der Filteranlage im Earthship.
Und das kann ich euch jetzt erst mal zeigen. Wir sind ja eigentlich ein Teil vom großen Tempelhofdorf und von der Gemeinschaft. Wir versuchen, möglichst ökologisch zu leben. Wir haben eine eigene Landwirtschaft. Und das hier, das ist ein Teil vom Tempelhof und heißt Tempelfeld. Das ist sowas wie eine große WG oder noch mal eine kleine Extragemeinschaft. Das Earship ist einfach auch ein Experiment. Nach der Eingangsschleuse kommen wir in das Greenhouse oder Gewächshaus. Kommt mit mir in den Gemeinschaftsraum, der große Raum, Wohnzimmer und Küche. Ich erkläre euch im Kurzformat, wie das so aufgebaut ist. Also gemerkt habt ihr ja schon, dass es hier drin warm ist. Es war ja nicht viel Sonne, aber da kann ich jetzt gut meine Jacke ausziehen. Dann fange ich bei den Wänden an. Das sind die berühmten Reifenwände. Da sind ganz, ganz viele Reifen mit Erde gefüllt und ein bisschen Beton drauf ist und dann Lehm. Dosen, damit nicht so viel Beton gebraucht wird. Das Haus ist viel aus Recyclingmaterial gebaut. Im Winter wärmt die Sonne und auch wie ihr gemerkt habt jetzt, wenn ein bisschen Sonne nur ist, dann wird es gleich total angenehm warm. Also wir brauchen keine Heizung. Die Flaschen, die leuchten total, wenn die Sonne durchscheint. Dann gibt es ein wunderschönes, reflektierendes Bild. Das sind 2 Flaschenböden, die super gut ausgewaschen werden müssen, nochmal mit Essig ausgespült und dann mit einem starken grauen Klebeband zusammengeklebt werden. Und das sind dann die Bottle Briquettes. Das ist eine ziemlich aufwendige Arbeit gewesen. Wir sind über ein paar Monate einmal in der Woche rumgefahren und haben in Gaststätten und Bars die Flaschen eingesammelt. Da hinten ist die Spielecke für die Kinder und die Kuschelecke für die Großen. Es gibt hier das Lüftungssystem. Da kann man auch bis hinten durch und hinten raus gucken. Die wurden damals ganz schön gestaltet. Wenn hier unser großes Mittagessen zweimal in der Woche ist, dann sind hier die Tische voll mit Menschen. So 20 bis ein bisschen drüber, wenn alle da sind. Und dann essen wir zweimal in der Woche mittags gemeinsam. Da draußen das Gewächshaus. Das Zeug wächst wie ein Weltmeister. Die Tomaten, die wuchern und lassen sich kaum im Zaum halten. Die Feigen, die werden hier auch. Wunderbar. Wenn hier nur eine Familie wohnen würde, dann würde das als kleinen Garten funktionieren. In den Toiletten, da so Schwingtüren und eine geschlossene Toilette mit Dusche.
ja auch behindertengerecht ist. Wobei dieser Weg hier nicht unbedingt so arg behindertengerecht ist. Ja, hier ist jetzt das Bad. Das ist ja alles offen. Es spiegelt aber so, dass man da auch von außen eigentlich nichts sieht. Die Menschen, die hier leben, die haben kein Problem, gemeinsam zu duschen. Eine Dusche ist abschließbar nebenan. Da hinten ist Technik und Waschmaschine. Und es haben hier ganz viele Menschen mitgeholfen, auch dann nach der Jahreswende, wo es schon fertig war, aber noch nicht fertig gestaltet, kamen dann einfach die besonderen Menschen, die dann auch Fähigkeiten hatten. Zum Beispiel eine Töpferin, die uns hier diese Wand gestaltet hat mit Lehm. Und das sieht so wunderschön aus. Das tut einfach gut. Wir haben auch vor 2 Jahren hier nebendran die Mutter von einem aus der Gruppe hier gehabt, die Krebs hatte und klar war, es geht zum Ende ihres Lebens. Die war dann noch ein paar Wochen hier und das war wunderbar. Und das war einfach für mich auch so berührend und entspannend zu wissen, okay, das geht hier, wirklich sein Leben zu beenden und im Schutz und in der Gemeinschaft zu sein und dann auch wirklich Abschied zu nehmen. Und dann wird auch hier geboren. Ein Jahr später ist in der Jotte drüben die Tochter von Sepp und Maya geboren. Also Leben und Sterben hier. Und das ist hier, finde ich, so, das läuft einfach. Ja, also ist kein Risiko. Ist hier überhaupt kein Risiko. Also auch wenn jemand krank ist und so weiter. Also mich wundert es, wie das hier so formlos dann funktioniert. Also ich fühle mich hier so wohl, so alles so eingebettet und so harmonisch. Gut, das gibt manchmal auch Probleme, aber die überwinden wir dann einfach. Im Schutz und in der Gemeinschaft zu sein, ist es einfach viel soziales Erfülltsein. Das war die Roomtour. Wenn ihr noch mehr besondere Wohnprojekte sehen wollt, dann klickt doch hier. Tschüss.